Freeze, der Zustand Freeze, Erstarrung, ist dir mit Sicherheit ein Begriff, wenn du ja mit Entwicklungstrauma zu tun hast und auch versuchst, irgendwie deine Selbstregulation zu erlernen oder dir das beizubringen und die Kunst der Nervensystemregulation dir anzueignen. Ich bin Gabriela, ich bin Trauma- und Körperpsychotherapeutin, ich leite mein eigenes Institut und ich möchte dir jetzt zu diesem Zustand Freeze einiges noch mit auf den Weg geben. Ich freue mich jetzt auf dich. Ich glaube, dass es viele Betroffene gibt, die manchmal überhaupt nicht sicher sind, welche Zustände sie gerade im Nervensystem erleben. Denn diese Freeze, also dass ich ja keinerlei Möglichkeiten habe, irgendwie aus einem gewissen Zustand herauszukommen und ich mich auch so fühle, dass ich ja vielleicht auch hilflos bin oder dass ich ja meinen Zustand nicht verändern kann, dieser Zustand sich durchaus verschieden anfühlen kann und durchaus in verschiedenen Situationen entstehen kann. Deshalb habe ich dir heute insgesamt 6 ganz konkrete Beispiele dafür mitgebracht, wie diese sich dann auch anfühlen können. Mein erstes Beispiel für dich, dass du dann, also daran erkennst du, dass du in so einem Freeze-Zustand bist, dass du ganz, ganz schnell deine Bedürfnisse aufgibst. Das heißt, du bist ja nicht mehr in der Lage, dafür auch einzustehen und womöglich kannst du diese auch gar nicht mehr überhaupt wahrnehmen oder erspüren. Aber was hier entscheidend ist, dass du auch nicht die Energie und auch die Fähigkeit gerade besitzt, diese zu erfüllen und deshalb gibst du diese dann auch recht schnell auf. Ob das jetzt in einer Konfliktsituation ist oder dass du diese Bedürfnisse dir selbst erfüllen würdest, das ist dabei jetzt schon fast eigentlich egal. Aber du bist nicht mehr in der Lage, diese dir zu erfüllen. Ein zweites Beispiel, ganz typisch bei Entwicklungstrauma, Aufschieberitis, nicht wahr? Prokrastination. Prokrastination ist ein absoluter Freeze-Zustand. Prokrastination entsteht meistens, weil wir ein Pseudosicherheitsgefühl dadurch herstellen. Aber das ist wie ein Status quo, ja, das ist so ein eingefrorener Zustand, nicht wahr? Wenn du von Prokrastination auch betroffen bist, dann und du dich ein bisschen so reinfühlst, wie es dir geht, wenn du gerade auch dabei bist, ja, und du vielleicht auch sogar Tage, Wochen, ja, diese Zustände da so miterlebst, dann weißt du, dass du wie gefangen du nicht aus diesen Zuständen raus bewegen kannst. Also das ist wie so eine Gefangenschaft, genau ein Eingefrorensein, eine Erstarrung. Ja, du schiebst alles vor dich hin und ein Pseudo-Sicherheitsgefühl wird dadurch gesichert. Also natürlich hat auch das eine Funktion. Ein nächstes Beispiel für dich. So eine Erstarrung, so ein Freeze, Zustand kann ganz plötzlich auch entstehen. Also wo du dann ein Abgeschnittensein empfinden hast, also auch ein Shutdown oder eine Dissoziation natürlich, und zwar während Konflikte
oder anderen unangenehmen Situationen. Sprich, du wirst getriggert und du reagierst dann eben ganz rasch durch diese Erstarrung. Denn du hast massivste Angst. Und das ist dir sehr, sehr tief, ja, im Körper und im Nervensystem. Und das ist bei dir eine unglaublich schnelle, ja, Reaktion, eine Überlebensreaktion. Und so kannst du das auch erleben. Ein nächstes Beispiel für dich ist, das habe ich auch bei öfterem erlebt, ja, bei meinen Klientinnen, dass sie diesen Zustand so erleben, dass sie in den Rückzug gehen, und zwar einen total massiven Rückzug. Sie selbst sogar, dass sie Silent Treatment anwenden, anderen gegenüber. Also sie sind dann auch nicht mehr in der Lage, mit anderen zu kommunizieren. Silent Treatment ist aber gleichzeitig natürlich auch nicht ganz gewaltfrei, das weißt du. Das heißt, wenn du nicht mehr in der Lage bist, sozial zu sein, ja, das soziale Interaktion auszuführen, wäre ganz, ganz wichtig und notwendig, dass du mit deinem Partner, Partnerin oder deinem Umfeld aber ein gewisses Zeichen vereinbarst für solche Fälle, wo du dann kommunizieren kannst, auf irgendeine Art und Weise, was los ist. Denn sich einfach zurückzuziehen und einfach nichts mehr zu sagen, ist eine massivste Ablehnung und erleben andere natürlich als Gewalt oder können es so erleben, als massivste Ablehnung oder massivste Verletzung, ja, emotionale Verletzung. Das ist nur ein Hinweis für dich. Und für dich ist es aber natürlich ein unglaublicher Zustand. Also du bist auch wieder gefangen in deinem eigenen Zustand, wo du nicht in der Lage bist, ja, zu kommunizieren, oder du verweigerst auch die Kommunikation und du flüchtest in diese Erstarrung, in diesen Rückzug. Da ist dann deine Möglichkeit, das ist deine Sicherheit, ja, dort suchst du deine Sicherheit, um dich zu sammeln, bis dann diese Erstarrung sich wieder in eine Mobilisierung umwandelt. Sehr oft kann es vorkommen, dass du Schwierigkeiten hast, Entscheidungen zu treffen. Also da ist man wie komplett aufgeschmissen, ja, da ist man wirklich kognitiv eigentlich nur noch wie neben der Spur, komplett neben der Spur, und diese Fokussierung oder auch Konzentration ist nicht mehr möglich. Deshalb ist Erstarrung, also egal in welche Art von Zustand, ob das auch wieder ein Freeze ist, ja, ein Freeze von eher Unterregulierung oder ein Freeze von mehr Überregulierung, wo du noch vielleicht auch funktional bist. Aber die Konzentration, also alles, was hier eigentlich passieren sollte, nicht mehr intakt ist oder nicht mehr richtig funktioniert, das merkst du, dass die Entscheidungen treffen, dass diese Prozesse, das nicht mehr geht. Das überfordert dich komplett. All diese Beispiele, ich glaube, ich habe alle 6 gesagt. Nein, ich habe noch einen, genau. Benommenheit, genau. Also wenn du emotional gelöst und isoliert bist und totale Benommenheit empfindest. Es kann ebenfalls ein Freeze-Zustand sein. Das ist meistens auch begleitet dadurch, dass du auch körperlich, ja, diese Benommenheit körperst, also tatsächlich deine emotionale, psychische Zustand auch durch die Körperhaltung übernommen wird und du das verkörperst, also tatsächlich verkörperst.
diese berieselt sein oder diese isoliert sein im Inneren ist dann tatsächlich wie Freeze, eingefroren. Die Bewegungen sind auch dann recht mühsam und schwer und ist ebenfalls ein recht typisches Merkmal, wenn ein Zustand von Erstarrung gerade vonstatten geht. Ich bin sehr gespannt, welche diese Beispiele du selbst ja auch schon erfahren hast. Oder hast du vielleicht nochmal was ganz individuelle Erfahrungen, ja, mit Erstarrung und wie du diese erlebst, denn es ist äußerst wichtig, dass wir aus diesen Zuständen natürlich auch uns befreien können und dass wir in diese Erstarrungszustände nicht so oft, wenn wir noch da reinrutschen und das autonome Nervensystem sich nicht helfen kann, aber dass wir dem autonomen Nervensystem helfen, dass diese Situationen und Zustände immer seltener noch kommen und dass wir auch Erfahrungen in der Community teilen. Und deshalb kommentiere, ja, sehr, sehr gern. Beantworte auch immer alles, das weißt du. Ich freue mich auch darauf und erstmal alles Liebe. Bis zum nächsten Mal, Gabriela. 'Cause it feels like home.